Du suchst auch Tipps für den Spielaufbau, um mehr Chancen zu kreieren, mehr Tore zu machen, mehr Siege zu holen. In diesem Video gibt es 3 Tipps für den Angriff. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video packen wir gemeinsam dein Offensivspiel an und schauen uns 3 Tipps für die Offensive an. Ganz wichtig, nach dem ersten und zweiten Patch können wir nach wie vor von außerhalb des 16ers treffen, aber wir wollen insbesondere mit unserem Spielaufbau in den Strafraum kommen, um von da aus die Tore zu erzielen. Wir fangen jetzt direkt an mit Tipp Nummer 1, die richtigen Animationen auslösen bzw. die richtigen Pässe spielen. Vorher auf jeden Fall abonniere den Kanal, wenn du mehr Bock auf solcher Videos plus zusätzlich Trading-Tipps. Du bekommst ja eigentlich alles für deine RCG. Und die richtigen Passanimationen auslösen, da brauchen wir bestimmte Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, dass wir eine Ballberührung in die Richtung machen, dass unser Spieler mit seinem Körper, mit seinem Kopf in die Richtung schaut, wo der Passempfänger ist. Das erhöht signifikant, egal wie die Passstats dieses Spielers sind, ob ein Pass erfolgreich ist oder nicht. So wie hier zum Beispiel mit Ben Yedder. Wir machen erst die Ballberichtung dahin, wo der Pass hingehen soll, und dann spielen wir diesen Pass, und das garantiert fast, dass dieser Pass ankommt. Genauso wichtig ist auch, dass wir den Strong Foot nutzen. Also in diesem Beispiel spielen wir hier einen Pass mit Aaron Wan-Bissaka mit seinem linken Fuß. Wenn wir auf seine Karte gucken, hat er nur 2 Sterne Weak Foot. Das heißt, alle seine Passstats, wenn immer wir einen Pass spielen, werden voll angenommen mit dem rechten Fuß. Aber mit dem linken Fuß kannst du vielleicht so als Faustregel nehmen, bei 2 Sternen sind es dann vielleicht noch 2/5, vielleicht so ungefähr die Hälfte der Stat. Und dann wird es natürlich schon richtig dunkel, hier sieht es richtig bitter aus. Das heißt, nutze auf jeden Fall zum Beispiel eine Ballrolle, um den Ball auf den richtigen Fuß zu bringen. Hier in dem Beispiel, eine Ballrolle ist vielleicht nicht 100% nötig, trotzdem habe ich ein bisschen Angst, dass der Gegner hier reinsprintet, in den Passweg reingrätschen kann. Plus, ich will auf jeden Fall den Pass mit dem starken Fuß von AWB spielen, weil ich weiß, er hat ja nur die 2 Sterne Weak Foot. Das heißt, ich mache eine Ballrolle, so komme ich in den richtigen Winkel, entferne mich ein bisschen von der Gefahr, die da vom Gegner ausgeht. Plus, ich mache dann noch diesen einen Schritt, wie du siehst. Ich gucke also in die Richtung, mache diesen Schritt auf Bamba, dem Passempfänger, zu und spiele den Pass mit dem rechten Fuß, mit dem starken Fuß. Kleiner Bonustipp, welche Statistiken zählen jetzt überhaupt rein, ob ein Pass erfolgreich ist oder nicht? EA hat das ja geändert mit FIFA 22. Das heißt, wir haben nicht mehr nur den kurzen Pass, der sehr, sehr relevant ist, sondern es ist eine Mischung aus allen Passwerten, und je nachdem, wie weit du entfernt bist, ist es langer Pass und kurzer Pass. Zusätzlich geht auch noch der Curve-Wert rein, also der Effet-Wert geht rein, gerade bei den Driven-Pässen, aber auch bei den normalen Pässen. Also bei Passen eigentlich alles außer die Freischussposition, und ganz, ganz wichtig, wie schon gesagt, der Weak Foot. Das heißt, ein Spieler wie Dembélé mit 5 Sterne Weak Foot, der kann einfach mit jedem Fuß diese Passwerte dann noch abrufen. Tipp Nummer 2. Ruhig spielen. Wir kommen gleich noch im dritten Tipp zum Spielaufbau. Hier aber erstmal der Tipp: ruhig spielen. Das bedeutet, in dieser Situation, wir haben sehr, sehr tief stehende Gegner, der viele Verteidiger im eigenen 16 hat. Du wirst das bestimmt auch sehr, sehr oft in Rivals oder der Weekend League sehen, dass die Gegner so spielen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, zum Beispiel, wenn wir hier in der Mitte mit den ZMs den Ball halten, das ermöglicht uns dann die Chance, wenn der Weg aufgeht, reinzupassen. Aber es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir hier den Ball nicht verlieren. Also lieber einen Sicherheitspass mehr spielen, weil wenn wir hier in der Mitte den Ball verlieren, ist der Weg für den Gegner zu unserem Tor natürlich relativ kurz. Unsere beiden ZMs sind sozusagen schon sehr weit vorne, sind sehr, sehr schnell überspielt, wenn die diesen Ball verlieren. Das heißt, sei da auf jeden Fall smart, und gerade hinten, ich sag mal in den ersten beiden Dritteln des Feldes, achte darauf, dass du da keine Risikopässe spielst, dass du lieber auch mal zurück zum Torwart spielst, und dann vorne im letzten Drittel kannst du ein Risiko eingehen, wenn es sich lohnt. Denk aber daran, gerade gegen die tiefstehenden Gegner ist es manchmal wichtiger im Aufbauspiel, den Ball zu halten und so der Gefahr zu entgehen. Tipp Nummer 3. Über die Außen kommen. Hier ein Beispiel wirklich vom eigenen Abstoß, bis wir dann vorne sind beim gegnerischen 16er. Und wenn ich sage über Außen kommen, dann meine ich nicht damit, dass du jetzt immer über Außen nach vorne spielst und dann eine Flanke machst und auf Kopfbälle gehst. Ich will einfach nur sagen, dass du dein erstes Drittel und das mittlere Drittel am besten überbrücken kannst, wenn du über die Außen gehst. Sehr, sehr gut zum Beispiel, wenn du in einer 4-2-3-1 oder hier in einer 3-5-2, wenn du dann mit den äußeren Spielern, den beiden äußeren ZOMs oder dem linken Mittelfeldspieler, dem rechten Mittelfeldspieler, so einen Pass machst, zurück zu dem äußeren hinteren Verteidiger, dabei L1
oder LB drückst, weil dann automatisch nach dem Pass macht dieser Spieler, der ZOM oder der LMRM, einen Lauf in die Spitze und dann kannst du den sehr, sehr gut nach vorne anspielen. Und der Vorteil ist erstens, du kommst einfacher durch, du kannst dann immer noch, wenn du im letzten Drittel bist, wieder zurückspielen vor den 16er für einen Time Finesse. Du kannst dann immer noch vom 16er nach vorne reinspielen für ein Tor. Aber du hast eben den Vorteil, dass du erstmal schneller durchkommst. Und als zweites, die Gefahr, außen den Ball zu verlieren, ist natürlich deutlich geringer. Wenn es da passiert, ist der Weg für den Gegner einfach viel, viel weiter zu deinem Tor, als wenn du das in der Mitte hast. Und wenn du den Ball nicht hast, kannst du auch keine Torchance herausspielen, kein Aufbauspiel verbessern. Und deswegen achte auf jeden Fall darauf, vor allem die Seiten zu nutzen. Bonustipp, der gelobbte Pass. Der gelobbte Pass ist in FIFA 22 aktuell saustark. Du kannst den ausführen mit X oder mit A, wenn du das einfach doppelt drückst. Und dann passiert das, dass der Ball einmal so auftitscht. Du kannst auch so einen Pass in den Lauf gelobbt spielen mit Doppel-Dreieck bzw. Doppel-Y auf der Xbox. Und dadurch hast du zwei Vorteile. Der erste ist, wenn der Weg zum Spieler oder der Passempfänger noch ein ganzes Stück braucht oder so, du Zeit gewinnen willst, der Pass ist langsamer. Und das zweite, das Allerwichtigste ist, wenn irgendwo ein Gegner im Passweg ist, diesen Pass nicht spielen, aber wenn der so halb drin ist, halb der Weg noch offen ist, dann kannst du sehr, sehr gut so ein hohes Bein oder so eine Grätsche oder so damit schlagen und der Ball kommt trotzdem durch. Und deswegen ist dieser gelobbte Pass so gut. Zum Beispiel in einer Kontersituation, wenn dein Stürmer zwischen zwei Innenverteidigern in den Laufweg geht oder so, dann spielst du einfach mit Doppel-Dreieck, Doppel-Y den gelobbten Pass in den Lauf und kannst da so sehr, sehr gut die Abwehr überbrücken und in die guten Situationen kommen. Sehr, sehr stark ist auch der Driven-Pass, wenn du R1 und X drückst oder auf der Xbox dann RB und A. Auch das ist nochmal ein Ball, der dann sehr, sehr kräftig geht, aber der kommt teilweise besser an als ein normaler Pass. Denn das haben wir ja wahrscheinlich alle schon gemerkt, ist in FIFA 22 gar nicht so einfach, dass man das erwarten könnte, dass ein normaler Pass ankommt. Deine Taktik ist auch absolut wichtig und kann dein Aufbauspiel unterstützen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, dass ich am allerliebsten in Formationen spiele, wie der 3-5-2 oder 4-2-3-1, wo man Außenspieler hat. Denn ich sage halt, man kann am besten über Außen nach vorne kommen, habe ich ja erklärt in diesem Video. Und du hast immer diese Möglichkeit, wenn du unter Druck gerätst, dass du nochmal die Seite wechseln kannst. Von der Taktik her kannst du das auch noch unterstützen, indem du beim Aufbauspiel nicht langsamer Aufbau, schneller Aufbau, sondern was ich wirklich empfehlen würde, wäre langer Ball. Denn bei langer Ball hast du sehr, sehr viele Spieler, die dann automatisch in Läufe gehen. Denn L1 selbst drücken, R1 drücken. Das kann vielleicht noch nicht jeder. Langer Ball unterstützt das und bei der Chancenarbeitung, direkte Pässe kann dir auch nochmal dabei helfen, dass sehr, sehr viele Spieler eben in diese Läufe gehen. Und das hilft natürlich, weil wenn immer ein Spieler in den Lauf geht, wird entweder dieser Spieler frei, was aber noch viel besser ist, was natürlich auch passiert, wenn dein Gegner, der muss sich ja entscheiden, wenn du einen Spieler schickst mit L1 oder eben durch deine Taktiken, muss sich ja dein Gegner entscheiden, ob er diesem Spieler folgt und den deckt, dann hat dein Ballbesitz Spielerplatz. Oder wenn er das nicht macht, dann ist halt der Spieler im Lauf frei und du kannst den einfach anspielen. Hier verlinke ich dir nochmal meine 3-5-2, die dieses Aufbauspiel über Außen perfekt unterstützt. Zieh dir auf jeden Fall die Taktik rein, probier sie aus, abonniere den Kanal, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin, Servus, ciao, ciao.